Ja, also die BRICS-Staaten, die stehen ja vor einem wichtigen Gipfeltreffen im Oktober in Kasan. Und ein Hauptthema wird die Einführung einer neuen BRICS-Währung und das Blockchain-basierte Zahlungssystem sein. Das soll den aktuellen und künftigen Mitgliedsländern helfen, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern und ihre eigenen Währungen zu stärken. Wie die Agrarwirtschaft übrigens der USA und Australien schon dieses Jahr dramatisch die Folgen zu spüren bekommen haben, das erfährst du auch gleich im heutigen Video. Also auch wenn die Einführung einer eigenen Währung, einer eigenen gemeinsamen BRICS-Währung möglicherweise ein sehr wichtiges Thema sein wird, bedeutet das nicht, dass diese eigene Währung auch wirklich kommen wird. Hier gehen die Meinungen in der BRICS-Gruppe nämlich sehr stark auseinander, weil ja eine gemeinsame Währung überhaupt nicht notwendig ist. Das BRICS-Payment-System funktioniert ja bereits und bietet in der aktuellen Version gerade den Vorteil, dass lokale Währungen verwendet werden dürfen. Und man sieht ja gerade in den Euro-Ländern, dass die Länder, die zwar in der EU sind, aber lokale Währungen weiter behalten, wie zum Beispiel Polen, eine viel bessere wirtschaftliche Entwicklung vorweisen als einige andere Länder in der EU, insbesondere eben ärmere Länder. Und hier gibt es im BRICS-Verbund also auch Stimmen, die mindestens gegen eine übereilte Einführung einer eigenen Währung sind oder die Währung eben nur als Verrechnungseinheit befürworten, so wie das früher auch der ECU in der EU war. Russland spielt ja als diesjähriger BRICS-Vorsitzender eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des neuen Finanzsystems. Es wird erwartet, dass die New Development Bank der BRICS-Staaten in ihrer Position als offizielles Finanzinstitut aller BRICS-Staaten weitere Aufgaben bekommt und gestärkt wird. Die BRICS-Staaten wollen sich ja von der Weltbank, also dem IWF, abkoppeln und die NDB, also New Development Bank, bietet eben ihren Mitgliedern nicht nur günstigere Kredite an, sondern verlangt auch nicht als zusätzliche Gegenleistung die Umsetzung von ideologischen Anforderungen, wie zum Beispiel einer Klimaagenda oder die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften. Die Entwicklung und Einführung der BRICS-Zahlungsplattform MP, die schreitet ja stetig voran und wir haben darüber ja von fast jedem Monat jetzt eigentlich im Monatstakt gesprochen, wie das immer weiter vorwärts geht. Gespräche mit Zentralbanken und Finanzministerien aller BRICS-Länder, einschließlich neuer Mitglieder, die finden bereits statt und werden auch im Oktober in Kasan intensiviert. Interessant ist, dass die Plattform auch Nicht-BRICS-Staaten offen stehen wird und jetzt schon offen steht. Also Uruguay, Ägypten und Bangladesch haben bereits Zugang zur BRICS-Entwicklungsbank erhalten, obwohl sie keine BRICS-Mitglieder sind. Das SWIFT-System, das ja aktuell weltweit alle Länder nutzen müssen, also die meisten zumindest, ist nicht nur teurer und zwingt Länder in Dollargeschäfte abzuwickeln, sondern gibt eben den USA auch Einblick in jede Finanztransaktion der Länder untereinander. Und das ist für viele Länder ein Grund, sich für das neue BRICS-Payment-System zu interessieren. Übrigens haben ja auch Russland und China ein alternatives eigenes Zahlungssystem eingeführt, das auch schon aktiv benutzt wird, das von zahlreichen Staaten, wie gesagt, angebunden wurde. Auch die Türkei als NATO-Mitglied und Russland haben ja neuerdings vereinbart, ihren Handel nicht mehr in US-Dollar, sondern in ihren eigenen lokalen Währungen abzuwickeln. Der Handel der Türkei mit Russland, der hat sich in den letzten 5 Jahren verdreifacht auf ca. 65 Milliarden US-Dollar. Neu ist jetzt aber, dass jetzt türkischen Unternehmen offiziell erlaubt ist, bei russischen Unternehmen in Rubel einzukaufen und russischen Unternehmen erlaubt ist, bei türkischen Unternehmen eben in türkischen Lira zu bezahlen. Dafür wurde auch in der Türkei die Einführung des russischen Zahlungssystems MIR erlaubt und eben die Finanztransaktionen durch sogenannte Währungsswaps auch abgesichert. Wir sehen also, dass immer mehr, auch große, sogar Länder der westlichen Allianz sich dem BRICS-Bündnis anschließen oder mindestens annähern. Die Türkei wird ja übrigens auch auf dem Jahrestreffen in Kasan vertreten sein. Übrigens auch auf den beiden großen Wirtschaftsforen in Russland in diesem Jahr, also in St. Petersburg und in Wladiwostok, war die Türkei ja vertreten. Aber eben auch andere westliche Staaten wie Singapur, Malaysia, Japan waren da. In St. Petersburg waren beispielsweise beim Wirtschaftsforum 18.000 Aussteller aus 139 Ländern und in Wladiwostok diesen Monat, erst vor ein paar Wochen, 6.000 Aussteller aus 76 Ländern. 6.000 Aussteller,
das schafft bei uns in Deutschland vielleicht gerade mal noch die Frankfurter Buchmesse. Und das zeigt, dass die BRICS-Staaten und insbesondere Russland überhaupt nicht so isoliert sind, wie uns das hier vielleicht erscheinen mag, sondern eher wir uns selbst von den BRICS-Staaten und Russland isolieren. Die USA haben jetzt ja auch schon neue Sanktionen angekündigt, und zwar gegen Länder, die russischen Banken erlauben, Filialen auf ihrem Gebiet zu eröffnen. Und gerade solche Maßnahmen sind es leider aber, die die Welt weiter spalten, und es scheint gerade die BRICS-Gemeinschaft eben noch schneller wachsen zu lassen als zu bremsen. China wickelt ja inzwischen 50% seines gesamten weltweiten Handelsvolumens nicht mehr über US-Dollar, sondern eben die eigene Zahlungsplattform in der eigenen Währung ab. Und weil das BRICS-System ja aktuell auf lokale Währungen ausgerichtet ist, hat das für einige Länder der westlichen Welt ja gleich mehrfache negative Side-Effects. Zum Beispiel in den USA im letzten Jahr ist ja der Preis für Mais und Sojabohnen um ungefähr 30% gefallen. Normalerweise, früher, hätte das zu einer höheren globalen Nachfrage führen müssen. Diesmal war das aber ganz anders. Diesmal stiegen die Exporte trotz 30% Preisverfall nach China eben nicht wie erwartet. China hat nämlich stattdessen seinen Bedarf an Sojabohnen und Mais vorzugsweise in anderen BRICS-Ländern abgedeckt, weil diese ja zum Beispiel nach Käufen bei China über die New Development Bank bzw. MP-Zahlungsplattform noch Debits, also Schulden an China hatten. Und auch Australien hat es empfindlich getroffen. China hat kürzlich, wie gesagt, große Weizenbestellungen aus den USA und Australien storniert. Insgesamt wurden 240.000 Tonnen US-Weichweizen und 1 Million Tonnen australischer Weizen abgesagt, also die Bestellung storniert. Und das war die größte Stornierung, die je verzeichnet wurde überhaupt in diesem Markt. Interessanterweise konnte nicht ermittelt werden, woher China die 1,5 Millionen Tonnen Weizen jetzt stattdessen beziehen wird, um die stornierten Bestellungen zu ersetzen. Und dies liegt an dem neuen BRICS-Handelssystem, die außerhalb eben der westlichen traditionellen Kanäle operieren. Bei Nutzung des SWIFT-Systems würde die westliche Welt, also die USA beispielsweise, relativ schnell herausfinden, wer stattdessen jetzt an China liefert. Und auch das hat mittelfristig und kurzfristig eigentlich schon Auswirkungen auf US-amerikanische und westliche Landwirte, weil ohne klare Einblicke in die globale Nachfrage und das Angebot fällt es schwer, wichtige Entscheidungen über den Anbau fürs nächste Jahr zu treffen. Und das könnte in der westlichen Welt eben zu einer Überproduktion oder zu Engpässen führen und die globalen Lebensmittelmärkte destabilisieren. Oder kurz gesagt, könnten Lebensmittel sich in der westlichen Welt deutlich verteuern, aber gleichzeitig in der BRICS-Welt billiger werden. Wir beobachten das ganze Thema weiter und werden auch nächste Woche schon wieder weitere Details aus der BRICS-Welt oder zum bevorstehenden Jahrestreffen in Kasan berichten. Viele unserer Mandanten übrigens versuchen sich ja hier vor Unsicherheiten und künftigen Entwicklungen abzusichern. Eine Möglichkeit könnte sein, in einem jetzigen oder künftigen BRICS-Land einen Wohnsitz anzumelden und oder dort eine Firma zu gründen und auch ein Bankkonto zu eröffnen. Falls das auch für dich interessant sein könnte, unterstützen wir dich gerne dabei, für dich ein passendes, geeignetes Land als weiteren Unternehmenssitz oder Plan B Wohnsitz zu finden, dich dort anzumelden und dir zu helfen, ein Konto zu eröffnen. Den Link für ein Beratungsgespräch packe ich dir in die Videobeschreibung und freue mich, dich entweder im Gespräch oder auch bei einem unserer Live-Events in London oder Zürich persönlich kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.